Er ist noch hier. Ich brauche Männer an jedem Ausgang. Mieses. Moment mal. Das ging alles viel zu schnell. Wir sollten die Geschichte von Beginn erzählen. Oh, Verzeihung. Wo bleiben meine Manieren? Darf ich mich Ihnen vorstellen? Mein Name ist Mortimer Graves. Aber für Sie gerne Morty. Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen, die mir sehr am Herzen liegt. Was nicht zuletzt daran liegt, dass ich die nun folgenden Geschehnisse selbst beobachtet habe. Falls Sie sich fragen sollten, warum sollte ich diesem gut gekleideten und sympathischen Herrn zuhören, der offenbar eine spannende Geschichte zu erzählen hat. Sie können auch einfach den Raum verlassen oder umschalten. Ich habe wohl Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Ach ja, und machen Sie Ihre Handys aus. Das sind die beiden Detectives Patrick Shepard und Stephen Fairchild. Shepard? Man telefoniert nicht während dem Fahren. Nein, Fairchild fährt. Ich bin ja am Telefonieren. Alles klar, ich bin unterwegs. Ich bin übrigens auch noch da. Ich muss wohl nicht allzu viel Worte über die beiden verlieren. Was haben wir hier? Männlich, Ende 50. Er ist der Hotelmanager, wurde von einer Kugel in den Kopf getroffen. Augenzeugen? Nein, zumindest keine, die im selben Raum waren. Einige Gäste haben vielleicht etwas mitbekommen. Von wo kam der Schuss? Kann ich noch nicht genau sagen, aber auf jeden Fall kam die Kugel frontal. Wir haben eine Handfeuerwaffe auf dem Tisch gefunden, die gerade auf Fingerabdrücke untersucht wird. Schmauchspuren an den Händen und dem Ärmel des Toten deuten auf Selbstmord hin. Todeszeitpunkt? Vermutlich heute früh. Genaues kann ich nach der Autopsie sagen. Er starb also durch einen Kopfschuss, ja? Was? Vielleicht war er vorher schon tot. Geh schon mal die Hotelgäste befragen. Vielleicht ist jemandem etwas aufgefallen. Klar. Ich hole uns kurz vorher noch einen Kaffee, okay? Meinen mit Milch und Zucker. Süß und blond, also was? Kleiner Ehekrach mit dem Neuen. Hey, ich bin befugt, eine Waffe zu tragen. Und ich habe kein Problem damit, sie auch zu benutzen. Cool bleiben. Das ist übrigens auch das Stichwort. Wir haben keine Kugel gefunden. Ich muss Sie bitten, den Tatort zu räumen. Bitte bleiben Sie bis zur Befragung auf Ihren Zimmern. Hier kann man nicht einmal vernünftig seiner Arbeit nachgehen. Wo war ich jetzt? Kaffee. Was glaubst du? Was meinst du? Wer könnte den Manager umgebracht haben? Es deutet alles auf Suizid hin. Warum sollte er sich selber erschießen? Also außerdem hat er den Tee nicht leer getrunken. Ich meine, man macht sich doch keinen Tee und erschießt sich, bevor man ausgetrunken hat, oder? Und es gibt keinen Abschiedsbrief. Klingt sehr lose.
Und außerdem, woher weißt du, dass das kein Abschiedsbrief ist? Ja, weil keiner gefunden wurde. Du, und mir ist auch noch was aufgefallen. Der Manager hatte in seiner linken äußeren Tasche Schmerzmittel. Erschossen hat er sich aber mit rechts. Da stimmt doch irgendwas nicht. Sag ja nur. Ja? Detective Shepard und Fairchild. Schön, dass ich mal Besuch bekomme. Kommen Sie doch rein. Verzeihung, wir sind hier, um Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Wären Sie so freundlich? Oh ja, natürlich. Ich mache den Fernseher mal ganz laut, damit ich mich nicht so einsam fühle. Hat sie der Manager nie besucht? Ah ja. Ich habe nur Wasser. Also, das süße Zeug, was die jungen Menschen heutzutage trinken, das ist pures Gift. Also, ich nehme gern Wasser. Sie kennen, Verzeihung, Sie kannten den Verstorbenen persönlich. Hat er irgendwie den Eindruck gemacht, er könne sich das Leben nehmen? Zu erwähnen, dass es hoffnungslos ist, diesen Mann zu befragen, ist wohl überflüssig. Was im Kopf dieses Hausmeisters vor sich geht, ist etwa so zu verstehen. Stellen Sie sich vor, Sie schreiben auf einer Schreibmaschine. Sie schreiben alle Ihre Gedanken nieder, um sie jederzeit wieder abrufen bzw. zu lesen und aussprechen zu können. Aber all Ihre niedergeschriebenen Erinnerungen werden gelöscht. Sie wissen einfach nicht mehr, was Sie gesagt oder gedacht haben. Ja. Ich meine... Nein. Wo waren wir? Der Manager? Ach ja, ich habe ihn heute Morgen im Speisesaal gesehen, als ich mich auf dem Weg zur Toilette verlaufen habe. Na gut, wir gehen dann zum nächsten. Wo bleiben Sie? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, sicher. Die Detectives befragen weitere Gäste und Angestellte. Bis zu jedem Anruf. Oh, die Zeit läuft uns davon. Es ist nur ein Kurzfilm. Shepard? Ja, willkommen. Wer was? Spurensicherung, es gibt Neuigkeiten. Okay. Also Folgendes. Wir haben neue Informationen über den Manager. Die British Army war so freundlich. Außerdem gibt es eine Krankenakte über den Verstorbenen. Und das hilft uns inwieweit? Hey, das ist doch gut. Wenn wir wissen, wer er ist, dann können wir vielleicht herausfinden, ob Selbstmord in Frage kommt oder nicht. Das ist es hier gerade. Wir haben eine Überwachungskamera gefunden. Ziemlich gut versteckt. Wir kamen gar nicht auf die Idee, nach Kameras zu suchen, da das Gebäude ein Altbau ist und gerade renoviert wird. Das glaube ich jetzt nicht. Es gibt Kameras im ganzen Gebäude? Also überall? Das heißt, wir hätten uns die ganzen Befragungen sparen können? Richtig. Das dürfte den Fall doch jetzt erheblich leichter gestalten. Wo werden die Videos aufgezeichnet? Vermutlich im Büro des Managers. Aber der PC ist passwortgeschützt. Die IT wird sich wohl morgen daran machen, die Festplatte zu knacken. Gut, alles klar. Fairchild, du fährst zurück aufs Revier und holst die Akte mit den Informationen über den Hotelmanager. Ich gehe in sein Büro und suche nach Hinweisen. Sicher? Na los, sollte es kein Selbstmord gewesen sein, ist das unsere Spur. Gut. Ich hol die Akte.
doch nicht wahr? Mortimer Graves. Verwitwet. Sohn Patrick Graves. Shepard. Graves war gestern im Westflügel. Und jetzt in meinem Zimmer. (26:10) an Zentrale. Das war es also. Fairchild hatte also von Anfang an recht. Es war kein Selbstmord. Es gibt etwas, was Sie noch nicht wissen. Eine Information wurde Ihnen vorenthalten. Ich war Soldat bei der British Army. Sehr hochrangig. Nach einem Unfall wurde ich als dienstunfähig eingestuft und ich wurde ehrenhaft entlassen. Aber die Schmerzen waren noch da. Als dann auch noch meine Frau verstarb, war ich mit meinem Sohn Patrick ganz allein. Ich war verzweifelt und deswegen bestimmt kein allzu guter Vater. Aber ich habe mich stets, soweit es mir möglich war, um das Wohlergehen meines Sohnes zumindest bemüht. Ich wusste, die Verletzungen und die Schmerzen werden mich irgendwann frühzeitig aus dem Leben reißen. Ich wollte meinem Sohn nicht zur Last fallen. Also habe ich mich für die Sterbehilfe entschieden. Patrick war erwachsen. Wir hatten kaum Kontakt. Also war es eine durchaus vertretbare Entscheidung für mich. Aber wohl nur für mich. Ich habe dann etwas getan, was ich jetzt zutiefst bereue. Ich habe meinen Sohn gebeten, mir den Soldatentod zu gestatten. Durch eine Kugel zu fallen ist keine Schande. Ich wusste nicht, wann es geschehen würde. Es sollte plötzlich passieren. Ich habe keine Sekunde an irgendwelche Kameras gedacht. Ich konnte ja nicht ahnen, dass er sich diesen Ort aussuchen würde.
Verzeih mir. Was hätten Sie getan?